Servus und Hallo, hier ist deine Garten Lea. Wenn du natürliche Gartenideen liebst und dir ein nachhaltiger Garten wichtig ist, dann klick kurz auf Abonnieren. So verpasst du keine meiner Wintertipps mehr. 1. Warum nachhaltiges Wintergärtnern so wichtig ist. Viele denken, im Winter macht man im Garten doch gar nichts. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Auch wenn der Boden gefroren ist und die Tage kurz sind, kannst du unglaublich viel für deinen Garten tun, für die Bodengesundheit, für die Artenvielfalt und sogar für deine eigene Ernte. Wintergärtnern verlängert deine Saison, stärkt das Ökosystem und schenkt dir frisches Gemüse, wenn andere schon längst aufgegeben haben. 2. Die 3 wichtigsten nachhaltigen Wintertechniken. Mulchen, der natürliche Winterschutz. Eine dicke Mulchschicht hält die Feuchtigkeit im Boden, schützt vor Frost und gibt Nährstoffe frei. Perfekt geeignet. Laub, Häckselgut, Stroh oder unbehandelter Rasenschnitt. Frühbeete, kleine Helfer mit großer Wirkung. Mit einem einfachen Frühbeet oder einem Mini-Gewächshaus schützt du junge Pflanzen vor Kälte, starkem Wind und Temperaturschwankungen. Damit kannst du sogar mitten im Winter anziehen oder direkt weiter ernten. Die richtigen Winterpflanzen auswählen. Dein Garten kann selbst bei Minusgraden leben. Besonders robust sind Grünkohl, Spinat, Feldsalat, Karotten, die Frost und Kälte vertragen. Diese Sorten wachsen langsam, aber zuverlässig und schmecken im Winter sogar intensiver. Wenn dir die Tipps bis hierher helfen, lass gerne einen Daumen da. Das unterstützt meinen Kanal enorm. Danke dir. 3. Ein Wintergarten, der wirklich lebt. Das Ziel ist nicht nur, dass dein Garten irgendwie überlebt, er darf richtig aufblühen. Mit einer Mischung aus immergrünen Pflanzen, heimischen Arten schaffst du Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere. Dazu noch Kompost oder Laubhumus und dein Gartenboden bleibt locker, fruchtbar und voller Leben. 4. Nachhaltigkeit hört im Winter nicht auf. Mit ein bisschen Planung kannst du deinen Garten das ganze Jahr über genießen. Und das Schöne, die Natur gibt dir alles zurück. Mehr Vielfalt, mehr Bodenleben und mehr Freude am Gärtnern. Wenn dir dieses nachhaltige Winterprojekt gefallen hat, dann schau dir gerne auch meine anderen Winter- und Gartenideen an. Und schreib mir in die Kommentare, welche nachhaltige Idee setzt du diesen Winter um. Ich freue mich auf deinen Austausch.